Das ist die Kundenlounge und hier ist Robert Crispins. Grüß dich, Robert. Hallo Sven, servus. Ja, wir gehen jetzt gleich mal in die Werkstatt rein. Die ist direkt neben der Kundenlounge. So ist es. Das heißt, man hört es auch so ein kleines bisschen in der Kundenlounge ganz ruhig. Die habt ihr nochmal schallisoliert. Aber hier, da beginnt das Leben, oder? Genau, das ist die Produktion. Das ist das Herzstück unserer Firma und da schauen wir jetzt mal rein. So, eine ganz kleine Bitte. Wir haben Maskenpflicht. Wir haben das auch nicht angekündigt, dass wir kommen. Die werden alle die Masken aufhaben, ja. Und das ist wichtig bei euch. Ihr habt ein ganz großes Sicherheitskonzept auch für die Mitarbeiter. Genau, wir haben ein Hygienekonzept bzw. ein Handbuch, an das sich jeder halten muss. Also es beginnt früh, wenn wir die Kollegen einen Arbeitsplatz betreten, müssen sie vorher zum Fieber messen. Wenn das Gerät rot anschlägt, müssen sie in den Wartebereich, da wird nochmal Fieber gemessen und gegebenenfalls der Kollege nach Hause geschickt oder durchgeschickt. Und am kompletten Betriebsgelände ist Maskenpflicht. Das siehst du jetzt auch in der Produktion. Wie gesagt, wir zwei machen die Ausnahme. Wir halten die 2 Meter Abstand ein. Beim Drehen ist es immer ungeschickt mit einer Maske, deswegen machen wir nur heute eine Ausnahme. So, wir halten Abstand, so ist es. Ja, jetzt gehen wir mal in die Heiligen Hallen rein, denn ihr habt wirklich alle Gewerke, die man sich so vorstellen kann, bei einem Handwerk da. Das letzte Mal haben wir die Polsterei und die Schreinerei nicht gezeigt. Das wollen wir dieses Jahr nachholen. Und es beginnt ganz da hinten, oder? Die Polsterei ist da oben, du hörst das Tackern, da entsteht. Das ist unsere Polsterbühne. Da wird im Prinzip das Holz veredelt mit einem Leder oder einem Kunstleder. Und die Schreinerei haben wir links. Genau, die ist nämlich links, da gehen wir gleich mal rein. Und wir fangen quasi bei Null an. Wo steht denn unser Auto? Weißt du es? Dein Auto steht ganz vorne auf Station 3 oder 4. Auf Station 3 oder 4. Ihr habt wie viele Leute hier beschäftigt? Wir sind aktuell bei 361 Mitarbeitern. 361? 361. Wow, das heißt also, wenn du jetzt Weihnachtskarten schreibst, wie viele Stunden? Ja gut, per Serienbrief geht es heutzutage relativ schnell. Boah, wie unpersönlich. Ich habe gedacht, du schreibst das jedem noch eine einzelne Widmung. Nein, leider nicht. Es war früher so, du kanntest jeden persönlich ganz am Anfang. Das geht heute oder geht's noch? Teilweise. Also in der Tat war es vor 9 Jahren noch ganz anders. Wir hatten vor 9 Jahren das Glück, dass wir alle Mitarbeiter eigentlich sehr persönlich gekannt haben. Bei 360 ist das nicht mehr möglich, aber wir versuchen trotzdem das Ganze familiär zu führen und versuchen das auch noch so lange wie möglich aufrechtzuerhalten, das familiäre Umfeld. So, wir gehen mal kurz aus dem Weg. Hier Linde. Wow. Hier ist richtig Betriebsamkeit, oder? Genau, das ist ja unser Versorgungsweg hier, der auch dementsprechend markiert ist. Ja, ich liebe das. Sie hatten einen ganz starken Partner im Glasbereich, gell? Genau, die Zentrale Autoglas. Zentrale Autoglas. Und das ist ein Morello. Das ist ein Pelles, genau. Das ist eine Pelles-Liner-Frontmaske. Sieht man an der Höhe. Wow, oder? Wenn man die so sieht. So ist es da. Was hochinteressant ist, die Reisemobile. Es geschehen ganz wenig Unfälle mit Reisemobilen. Das ist auch der Grund, warum zum Beispiel auch die Versicherer die sehr günstig versichern. Man denkt ja immer, so ein Fahrzeug mit 200.000, 300.000 Euro kostet ein Vermögen. Wir zahlen etwa 700 Euro für das Fahrzeug. Es passieren wirklich wenig Unfälle. Ja, aber man muss ja auch dazu sagen, die Zielgruppe ist weit über 18 Jahre. Sprich, das sind erfahrene Fahrer und dann ist das ein LKW, der ja zwischen 80 und 100 km/h schnell ist. Deswegen ist da die Unfallhäufigkeit wahrscheinlich sehr gering. So, du weißt, wo er steht? Ich weiß, wo er steht. So weit sind wir noch nicht. Wir müssen noch viel weiter nach vorne laufen. Echt? Ja. Schade, ich habe gedacht, ich sehe schon ein paar Möbelstücke. So, man muss ja auch sagen, wir haben den meistverkauften, glaube ich, Morello überhaupt. Ja, das ist der Pelles als 88 respektive als 90 LS. Genau, und den 90 LS hast du gewählt wegen den Schränken hinten, was ein sehr gängiger Grundriss ist und auf dem Daily noch unter 7,49 Tonnen liegt. Ja, das ist wichtig, denn ich bin am C-Führerschein dran, aber das kann noch ein bisschen dauern. Aber der kommt auf jeden Fall noch und wir müssen noch viel weiter nach vorne, hat er gesagt. Station Nummer 4, gell? Genau, 3 oder 4, je nach Taktzeit. So, das heißt, wir fangen gleich mal von vorne an, machen dann jeweils einen Cut und ihr könnt dann sehen, praktisch im Schnelldurchlauf mit Robert Crispins, jede einzelne Station, was ist da zu machen. Könnte der das schon sein? Der könnte es sein, aber es ist er nicht. noch weiter vor. Ja, noch weiter vor. So, da ist er. Das ist ein Daily. Das ist ein Daily, ja. Könnte es der sein? Der könnte sein, aber ist es nicht. Also doch Station 3. Doch Station 3, genau. Das kann doch gar nicht sein. Das heißt, der hat jetzt irgendwie einen Aufkleber drauf, dass du ihn erkennen kannst? Der hat auch einen Aufkleber drauf.
Wobei jetzt wird es schwer, es zu erkennen. Da müssen wir uns den Arbeitsplan mal gucken. So, da vorne sind jetzt zwei verschiedene, aber das ist schwer zu sagen. Das sind zwei verschiedene Motoren, gell? Genau, das sind zwei verschiedene Motoren. Wobei wir hier bei einem Eurocargo sind und hier bei einem Daily, also würde ich eher auf diesen tendieren. Den tippen. Genau. So, steht da drauf. So, wir gehen mal kurz mal gucken. Das ist er und dann fangen wir gleich mal an mit der Produktion. Ja, ich habe ja Komfortfahrer-Schwingensitze habe ich ja bestellt. Sind das die? Das ist der Sitz, den du bestellt hast für 3.000 €. Nein, das ist der Transportsitz, der kommt dann, das sieht man weiter vorne, die kommen dann raus. Es ist nur einfacher im Prinzip, das mit diesen Gestellen zu bewegen, das Fahrzeug, wie den Luftschwingsitz drauf zu montieren. Da muss man sich nur die Beschädigung und die Verschmutzungsgefahr vor Augen halten, die ja in so einem Produktionsprozess unheimlich hoch ist. Deswegen kommt der Sitz ganz, ganz am Schluss dran. So, es könnte auch der da sein, denn ich habe ja einen Gastank drin. Du hast einen Gastank drin, ja. Wobei du hast einen kleinen Gastank. Das ist ein großer. Das ist ein großer, ja, jetzt schauen wir mal. So, jetzt guckt er mal kurz rein. Ich halte mal Abstand. Das ist er, oder? Jawohl. Ich fasse es nicht. Da steht's. Medien Saarland. Und das ist der Einfahrtsplan. Das heißt, zu jedem Auto gibt es das Buch, oder? Natürlich. Es gibt zu jedem Auto ein Buch, einen Zeichnungssatz und einen Arbeitsplan. Das ist im Prinzip, ich sage jetzt mal, die Bibel in der Produktion. Das begleitet das Fahrzeug von Einfahrt bis zur Ausfahrt und wird dann am Schluss auch nochmal dokumentiert und archiviert. So, dann fangen wir damit an. Erstmal vielen, vielen Dank, Robert Crispins, Teil 1. Wie entsteht ein Morelo vom Showroom bis zur Station Nummer 1? Die Station 1 ist wo? Die Station 1 haben wir hier. Gut, dann machen wir das gleich. Station 1 bei Morelo. Bleibt dran. Tschüss.